Gewässerräume haben eine wichtige Eigenschaft, dass sie recht dynamisch sind. Also der Lebensraum verändert sich im Gewässerraum und genau für die Zuneideechse kann das eine Chance sein, dass so Strukturen, die sie sucht, dann einmal wieder neu entstehen und der Lebensraum auch vom Gewässer schon alleine auch zuneideechsenfreundlich gestaltet werden. Am Ende ist die Situation so, dass wir eigentlich ein sehr schönes, dichtes Gewässernetz hatten, das aber jetzt vor allem in den letzten 50 bis 100 Jahren wegen der militärischen Nutzung eigentlich verschwunden ist. Die Bäche sind zum grössten Teil zugedeckt oder eingedollt, ein Teil kanalisiert. Die fast jahrhundertelange Nutzung als Schiessplatz hat dazu geführt, dass die Böden relativ stark mit Schwermetallen, also insbesondere mit Blei, belastet waren. Und man hat gesehen beim Messungen, dass das Blei und auch andere Schwermetalle, dass die auch in Gewässer gelangen. Und das hat ausgelöst, dass man den Schiessplatz altlastentechnisch sanieren musste. Und im Zusammenhang mit der Altlastensanierung hat man dann auch gerade die Chance ergriffen und die Bäche, die eingedollt waren in dem Bereich, wo man saniert hat, auch wieder vorgeholt und eben der Natur nachgestaltet hat. Also da sehen wir jetzt den Harpendorfbach, den man hier renaturiert hat. Der war vorher eigentlich wirklich in einem engen Korsett rein. Jetzt hat er sehr viel mehr Platz bekommen. Und den Ufer hat man sehr strukturreich gestaltet. Hier hat es kleine Flutmulden, wo das Wasser stehen bleibt, wo eher ein bisschen für Amphibien denkt ist. Und vorne sind es zum Beispiel so ein bisschen kiesige Flächen oder da hinten mit den Kleinstrukturen. Das ist etwas, was vor allem auch für die Zuneideechse nachher interessant ist. Das sind 2, 3 Wurzelstöcke. Man hat ein bisschen eine Mulde gemacht, hat die dort reingestellt und hat sie dann überschüttet mit so sandig-kiesigem Material. Und man sieht, es gibt sehr viele Hohlräume drunter rein, zwischen rein. Zum Teil ist es vom Rand her so ein bisschen zugewachsen. Das ist eigentlich eine ideale Struktur für eine Zuneideechse, wo sie extrem viele Versteckmöglichkeiten hat und gleich aber nebenan gerade wieder Ort, wo sie sündeln kann. Ja, da stehen wir jetzt im Bereich von dem ehemaligen Parkplatz, den man aufheben und renaturieren. Man hat da verschiedenste Kleingewässer gestalten. Man hat Trockenfeuchtwiesen angelegt. Und zusammen mit dem Harbendorfbach ist das eigentlich jetzt wirklich ein grosser Lebensraum für die Zuneideechse, den sie nutzen kann. Dass man Theorie und Praxis zusammenführen konnte, das hängt auch damit zusammen, dass man eigentlich vor Ort sehr gute Leute hatte, die die Lebensräume gestaltet haben. Also insbesondere die Maschinisten, die nachher mit dem Bagger hier unterwegs sind. Das war vor allem einer, der hier das Ganze gemacht hat. Und der hat ein gutes Flair, also ein Gespür für so Strukturen. Und der hat da wirklich sich ins Zeug gelegt und am Schluss ganz tolle Lebensräume geschaffen. Also das ist ganz entscheidend, dass eigentlich, was wir von der Planerseite theoretisch einmal formulieren, dass man das nachher auch in der Praxis genau so umsetzen kann. Also, ihr seht hier an gewissen Orten die Kleinstrukturen, die man da angelegt hat, für die Zuneideechse würde man freischneiden mit dem Motorsägen. Ja, das ist es dann. Jetzt könnt ihr dann loslegen. Gut. Also gang ich Gold runter. Ist gut? Ja. In der Regel ist ein Pflegeeingriff immer auch eine Beeinträchtigung erst einmal vom Lebensraum. Auf der anderen Seite braucht es ihn aber, damit der Lebensraum auf Dauer dann für die Zuneideechse stimmt. Also es ist in dem Sinne immer ein schmaler Grad von der Intensität vom Eingriff, von der Größe. Deswegen ist es auch sehr wichtig, immer so ein bisschen den richtigen Zeitpunkt zu verwischen.
Und möglichst halt, dass ein bisschen über das Jahr nicht staffeln, dass eigentlich immer genug Strukturen für die Zungenrechse herum sind in der Zeit, wo sie aktiv ist. Und nicht auf einmal dann alles plötzlich zerstört wird. Die Allmende ist ja nicht nur ein Naturgebiet, sondern auch ein wichtiges Nachwuchsgebiet. Damit sind natürlich ganz verschiedene Ansprüche und Interessen. Und von dort her muss man schauen, dass man das mit geeigneten Maßnahmen hinbringt, dass die Natur am Schluss dann auch noch ihren Platz hat. Die Nähe von der Allmende zu den Leuten ist aber nicht nur ein Problem, sondern natürlich auch eine Chance. Weil damit hat man natürlich die Möglichkeit, ganz viele Leute, zum Beispiel für die Zauneidechse oder ihre speziellen Lebensräume, Ansprüche zu sensibilisieren. Dass die Leute sehen, zum Beispiel, was können sie in ihrem eigenen Garten oder in ihrem Umfeld eigentlich Maßnahmen umsetzen, unter anderem zugunsten der Zauneidechse. Ich habe wirklich eine Freude an der Natur. Und es ist spannend wirklich zu beobachten, wie sich dann auch so ein Gebiet entwickelt. Es gibt eine gewisse Befriedigung, dann auch, wenn man sieht, es nützt etwas, was man gemacht hat.